Hallo zusammen! Heute möchte ich euch vorstellen, was ich in meiner Hobbybestellung erhalten habe. Und zwar habe ich einen Couponcode gehabt für meinen Geburtstag. Ich hatte im August Geburtstag und hatte dann da einen Gutscheincode erhalten. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie viel Prozent das es waren. Auf jeden Fall, wenn ihr regelmäßig bei Hobby Bingo mitmacht, jeden Dienstags abends um 8 ist das, dann kriegt ihr da auch jedes Mal einen Couponcode von 5 bis 10%. 10 ist das höchste. Ich warte meistens immer auf die 10%, wenn ich was bestelle. Es gilt für alle Artikel im Online-Shop, auch auf die heruntergesetzten. Das ist cool. Und so ging es mir jetzt auch mit meiner letzten Bestellung, weil ich hatte eine Anleitung gesehen auf Hobby. Ich lief die hier. Die haben ganz viele Anleitungen übrigens. Lade dir die App herunter, denn da kannst du beim Bingo mitmachen und du kannst die ganzen Anleitungen runterladen. Die haben ganz viele kostenlose Anleitungen und die haben auch welche, die bezahlt sind. Diese Anleitung hier, die ist kostenlos. Und die haben mir so gut gefallen. Das ist Cardigan, das ist so richtig herbstlich, oder? Das ist so richtig toll. Und jetzt mit diesem Temperaturabsturz, den wir hatten vor ein paar Wochen, wann war das jetzt wieder? Vor 2 Wochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da war es von Sonntag auf Montag irgendwie 15 Grad kälter. Mir macht es nichts aus, ich liebe den Herbst. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hier in Bayern, da ist jetzt gerade richtig tolles Wetter. Also wir haben Sonne, es ist fast 20 Grad draußen. Es ist so richtig toll herbstlich. Es fühlt sich richtig toll herbstlich an und es macht richtig Bock auf Herbst. Und deshalb habe ich mich jetzt auch entschieden, dass ich jetzt anfange mit den Herbstarbeiten, mit meinen Herbstprojekten, die ich mir rausgesucht habe. Das eine ist ein, ja, eigentlich weniger herbstliches Projekt, vermutlich, weil es doch mehr Löcher hat. Der Pullover hat mehr Löcher, als dass er keine hat. Aber ich fand das halt so toll. Das ist von Ria Knitters. Entweder wird das Video vor oder nach dem gepostet. Mal schauen. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt mich für diese Jacke entschieden, für diesen Cardigan von Hobby. Das fand ich richtig toll. Mir hat es richtig gut gefallen. Und die Wolle hat super ausgeschaut. Und deshalb habe ich mir jetzt auch die Wolle bestellt mit dem Couponcode, den ich hatte. Und ich habe mir eine eigene Farbkombination kreiert. Ich habe nicht die von der Anleitung genommen, sondern andere, weil ich Lust hatte auf etwas richtig Herbstliches. Und ich habe mich für diese 2 Farben entschieden. Na, was sagt ihr? Das ist die Hauptfarbe, also grün. Und das ist die Zweitfarbe, also für die Dekoration, für die kleinen Details. Und ich finde sie richtig toll. Ich bin richtig zufrieden damit. Das sieht unglaublich toll aus zusammen. Die Wolle ist ultra weich und beißt nicht. Vielleicht muss ich euch die Wolle vorstellen. Es ist Tweed Delight. Es ist 85% Wolle, 10% Acryl und 5% Viskose. Es ist ein Mischgewebe, aber es fühlt sich ultra angenehm an. Es fühlt sich an, als ob es richtig warm gibt. Ich habe normalerweise die Größe S, aber ich habe mich für M entschieden, weil ich es gerne habe, wenn so Cardigans etwas größer sind. Ich mag es insgesamt, wenn die Kleidung etwas locker sitzt. Und ja, für die Größe M habe ich 12 Knäuel grün bestellt und 2 Knäuel in braun. Falls es euch interessiert, das ist die Farbe 22 und das ist die Farbnummer 19 und es ist auch Ökotex. Das ist Ökotex, ist immer gut, es ist getestet worden. Ja, toll. Toll. Ich habe mir auch eine Häkelnadel Nummer 6 bestellt. Das ist die Häkelnadel, die man braucht für dieses Projekt. Eigentlich müsste ich eine Häkelnadel Nummer 6 haben, ich konnte sie aber nicht finden und deshalb habe ich mir sicherheitshalber eine mitbestellt. Ganz normale Alu-Häkelnadel, ich bin da nicht so picky. Ja, und das ist tatsächlich schon mein ganzer Einkauf. Im Hinterkopf habe ich wieder ganz viele andere Projekte rumlungern. Ich habe auch ganz viele andere Projekte, die noch
begonnen sind und nie beendet wurden, aber es ist Jahreszeitwechsel und ich kann jetzt keine Sommerprojekte mehr fertigstellen. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die lege ich jetzt hin und mache es dann nächstes Jahr fertig. Vermutlich. Also, da wir gerade beim Häkeln sind, Häkelthema, ich habe mir die neue Anna geholt heute beim Kiosk. Ich glaube, in Deutschland sagt man nicht Kiosk. Tabaklan, ich weiß nicht, wie man den nennt. In der Schweiz nennt man das Kiosk. Ich glaube, das ist die Marke vom Unternehmen tatsächlich. Aber ja, wir nennen das Kiosk. Ja, tatsächlich habe ich es beim Edeka geholt. Tatsache. Und ich habe die Online-Werbung gesehen und sind diese Köpfe nicht richtig, richtig süß? Dieser Fuchs? Ach, das kann mein Hund sein. Nee, das ist ein Dachs. Das kann mein Hund sein. Das ist ja voll süß. Das ist echt voll niedlich. Ich habe es aber nicht nur wegen dem genommen, sondern auch, weil es Anleitungen für Sonnenblumen gibt. Ich weiß, Sonnenblumenzeit ist rum, aber ich fand das richtig nett, einfach eine Anleitung für Sonnenblumen zu haben. Ich glaube, ich habe schon eine für Sonnenblumen. Ist das nicht voll süß? Ich liebe ja so Anna-Heftchen. Ich habe ganz viele davon. Ich kaufe nicht immer alle. Nur die mich wirklich, wirklich interessieren, wo es tolle Anleitungen auch gibt. Und schau mal, Halloween, oh mein Gott. So Deko-Zeug, das mache ich ja ultra gerne, weil das sehr schnell geht. Komm, mit Kürbismuster, oh mein Gott. Ich habe dieses Jahr einen einzigen Kürbis im Garten und keine Hokkaido-Kürbisse. Ich bin so traurig. Ich muss tatsächlich Kürbisse kaufen gehen dieses Jahr. Okay, das ist ein anderes Thema. Ja, ich rede hier vor mich hin. Ihr merkt gerade irgendwie, das macht mir richtig Bock, solche Videos zu machen. Ich hab jetzt eigentlich angefangen nur mit leichter Tutorials und wortlosen Videos, weil ich einfach nicht wusste, in welcher Sprache, aber tatsächlich kommt mir halt Deutsch am besten. Deshalb tut es mir echt leid für alle die aus Italien schauen. Mi dispiace tantissimo che non faccio i video in italiano, aber das Deutsch kommt mir gerade sehr gut, weil ich halt auch jetzt in Deutschland lebe und ich werde halt tagtäglich damit konfrontiert und Häkeln und Stricken und die ganze Handarbeit, das habe ich immer auf Deutsch gemacht. Deshalb fällt es mir ultra schwierig, solche Videos dann auf Italienisch zu machen. So zum Beispiel mit Häkelnadel, Ago d'uncinetto. Ich weiß es eigentlich gar nicht so richtig, weil ich einfach diese spezifischen Worte, die Wörter gar nicht kenne. Ich habe zwar ein paar Anleitungen auf Italienisch tatsächlich auch. Ich mache sie aber viel zu selten. Ich habe wirklich hauptsächlich nur deutsche Anleitungen. Ich habe auch deutsche Bücher. Ja, ich bin halt immer auch in der Deutschschweiz aufgewachsen. Italienisch ist meine Muttersprache, aber ich verwende es nur für den täglichen Gebrauch, aber nicht für dieses ganze Häkelzeug. Und deshalb habe ich mich entschieden, ich werde diesen Kanal hier auf Deutsch führen. Ich werde trotzdem auch wortlose Videos machen, Silent-Videos, weil das mir leichter fällt und schneller geht, als hier zu schwätzen. Aber ihr seht gerade, dass ich gerade auch richtig Plausch habe, hier zu schwätzen. Ja, so, wenn du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, dann worauf wartest du noch? Klick auf den Button, auf den roten Button, und ich wäre dir sehr, sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest. Und wenn du irgendwelche Wünsche hast bezüglich Videowünsche, Anleitungswünsche, dann hinterlasse einen Kommentar, schreib es rein. Es würde mich sehr interessieren. Auch Verbesserungsvorschläge. Was ich nicht akzeptiere in diesem Kanal sind Haters. Ich weiß, YouTube ist voll davon. Ich werde nicht darauf reagieren, auf böse Kommentare. Ich werde die rauslöschen, also bemüht euch gar nicht. Schaut die Videos gar nicht an, wenn ihr es nicht wollt. Ich verstehe sowieso nicht, wieso man Videos anschaut, nur um böse zu sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr hattet so ein bisschen eine Inspiration, was ihr vielleicht als nächstes anfangen könnt. Auf jeden Fall kann ich euch Hobby nur empfehlen. Die haben wirklich wunderbare Garne und auch sehr, sehr tolle Anleitungen.
ich habe leider nicht so viel Zeit zum Häkeln oder ich nehme sie mir auch nicht immer, weil ich halt auch eben viele andere Hobbys habe, eben wie halt hier auf YouTube zu sein. Wir haben einen großen Garten, wir haben Haustiere, ja, und ich habe ein Haus. Also ihr seht, es wird mir nicht langweilig und ich arbeite natürlich auch noch dazu. Also ja, es wird mir nicht langweilig. Ich habe jetzt irgendwie fast schon ein Intro-Video aus dem Video gemacht, was eigentlich ein Unboxing sein muss. Äh, ja, auf jeden Fall bitte abonniert diesen Kanal. Es würde mich sehr, sehr freuen. Hinterlasst irgendwelche Kommentare, falls ihr irgendwelche Videowünsche habt. Ich kann vielleicht nicht alle erfüllen und nicht alle gleichzeitig erfüllen. Ich werde versuchen, so gut es geht, das zu erfüllen, was machbar ist. Wie gesagt, bin ich eher die Häklerin und nicht die Strickerin. Also kann ich euch da nichts beibringen, also wirklich gar nichts, weil ich würde sehr gerne stricken, wirklich. Also ich nehme mir das jedes Mal vor, aber ich ende dann immer wieder mit so Häkelarbeiten und deshalb frage ich mich halt, ob so kleine Aufgaben, also es sieht wirklich winzig aus, ob sowas schnell durchführbar wäre, auch für Anfänger. Ich muss mir mal die Anleitung anschauen. Ja, ich muss auch mal meine Stricknadeln sortieren. Ich habe Stricknadeln, die von meiner Oma sind. Also ich habe die aber in einer Büchse drin und ich habe keine Ahnung, was das für Stricknadeln sind. Ich habe keine Ahnung, was für Stärken das sind. Ich benutze die meistens, um meine Amigurumis zusammenzusetzen. Stricknadeln sind dafür richtig gut. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, unten im Kommentarbereich, abonniert den Kanal und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ich hoffe, dass ich das bald regelmäßig machen kann. Bye bye!